In diesem Video zeigen wir dir, wie du deinen Hörbert 2021 zu Hörbert 3.0 mit USB-C-Buchse und LED aufrüstest. Im ersten Schritt bauen wir die Platine aus. Zuerst lösen wir von innen die 4 Muttern und Schrauben. Dazu verwenden wir einen Steckschlüssel SW7 und halten mit einem Innensechskant mit 2,5 mm von außen dagegen. Damit wir die Platine später herausholen können, müssen jetzt alle Kabel ausgesteckt werden. Um das Mikrofon und das Encoderkabel von der Platine zu lösen, müssen die kleinen schwarzen Verschlüsse an den Steckverbindern aufgeschoben werden. Dann kannst du die Kabel herausziehen. Entferne die Pappschablone rund um die Tastenkappen. Stecke nun die bunten Holztasten auf den grünen Tastenrahmen. Beachte dabei die richtige Reihenfolge der Farben. Die Platinenschrauben und Muttern legst du beiseite. Die brauchst du wieder, wenn du die neue Platine einbaust. Die grünen Abstandskegel benötigst du nicht mehr. Als nächstes bauen wir den Drehencoder aus. Du benötigst dafür einen Innensechskant mit 2 mm, um die Madenschraube im Inneren des Drehknopfes ein Stück weit herauszudrehen und einen Steckschlüssel SW11, um die Mutter unter dem Drehknopf zu lösen. Die Mutter und das Encoderkabel benötigst du später wieder. Im nächsten Schritt zeichnen wir die Markierungen für die Bohrlöcher für die USB-C-Buchse und den Lightpin ein. Zeichne die Markierung für den Lightpin mittig mit 13,5 mm Abstand zum Rand der Öffnung ein, in der zuvor der Lautstärkeregler montiert war. Wenn dein Hörbert einen Blindstopfen für den ehemaligen Kippschalter hat, setze die Markierung mit 9 mm Abstand. Stelle Hörbert auf seine rechte Seite, sodass die Seitenwand am Lautsprecher zu dir nach oben zeigt. Zeichne nun das Bohrloch für die USB-C-Buchse mittig mit einem Zentimeter Abstand über den dunkelbraunen Zinken des Holzrahmens ein. Bohre nun das Bohrloch für die USB-C-Buchse mit einem 10,5 mm Holzbohrer mit Zentrierspitze auf. Setze den Holzbohrer vorsichtig an der Seitenwand an und bohre langsam die Öffnung für die Buchse auf. Verwende für das Aufbohren des Lochs für den Lightpin einen 2,1 mm Bohrer. Falls du diesen nicht zur Hand hast, kannst du auch einen Bohrer mit 2,0 mm verwenden. Dann musst du nur nachher beim Einsetzen den Lightpin etwas fester eindrücken. Stecke den kleinen Lightpin von oben in seine Öffnung und drücke ihn fest hinein. Dafür kannst du zum Beispiel die gummierte Rückseite eines Werkzeuges nutzen. Montiere nun den neuen Drehencoder. Schiebe die schwarzen Verschlüsse am Steckverbinder der Encoderplatine auf, schiebe das Folienkabel mit der weißen Seite nach oben ein und schließe die Verschlüsse wieder.
Stecke den Encoder von innen durch die Öffnung. Setze die Mutter von oben auf den Encoder. Drehe sie mit einem Steckschlüssel SW11 fest. Der Drehknopf muss so aufgesetzt werden, dass die Seite mit der Madenschraube an der flachen Seite des Encoders aufsetzt. Drehe dann die Madenschraube wieder mit dem 2,0 mm Innensechskant im Uhrzeigersinn fest. Achte darauf, dass du zwischen Drehknopf und Holzgehäuse circa 1 mm Luft lässt, damit sich der Drehknopf noch gut nach unten drücken lässt. Nun folgt der Einbau der USB-C-Buchse. Nimm die Kunststoffbuchse mit Kabel und führe sie von außen durch die Bohröffnung. Achte darauf, dass der Schlitz möglichst waagrecht positioniert ist und drücke die Buchse fest. Sollte sie etwas schief sitzen, kannst du sie mit einer kleinen Spitzzange anschließend von innen noch nachjustieren. Die Platine wird mit den 4 vorhandenen Schrauben und Muttern auf dem grünen Tastenrahmen befestigt. Führe dazu die Schrauben von außen durch die Öffnungen. Halte sie mit einer Hand fest und lege Herbert auf seine Vorderseite. Setze nun den Tastenrahmen mit den bunten Holzknöpfen ein. Achte darauf, dass sich das Folienkabel am Encoder über dem Rahmen befindet. Nimm die neue Platine V3 zur Hand. Öffne die schwarzen Verschlüsse an den Steckverbindern für das Mikrofon und den Encoder. Schließe die Verschlüsse wieder, sobald du das entsprechende Kabel eingesteckt hast. Stecke das Lautsprecherkabel in seine Steckverbindung an der rechten Seite der Platine. Stecke nun den Stecker der USB-Buchse in ihren Steckplatz links neben dem Mikrofonkabel an der Unterseite der Platine. Als letztes verbinden wir das Mikrofonkabel mit der Mikrofonplatine. Dabei nehmen wir eine lange Pinzette zur Hilfe, um das Kabel einzustecken und die Verschlüsse zu schließen. Halte die Platine nun am besten mit dem Daumen einer Hand auf dem Tastenrahmen fest, während du mit der anderen Hand die Muttern auf allen 4 Schrauben etwas festschraubst. Nimm dann den Innensechskant mit 2,5 mm und den Steckschlüssel SW7 und ziehe die Platinenschrauben von beiden Seiten fest. Sei hier sehr vorsichtig und drehe nicht zu fest, damit der Holzlack um die Frontschrauben herum nicht einreißt. Glückwunsch! Deine Hörbert-Aufrüstung ist fertiggestellt.